Hallo, mein Name ist Enja und ich komme aus Schweden. Ich bin vor einiger Zeit für mein Studium nach Deutschland gezogen. Ich erkläre euch heute, was ich bisher über die deutschen Grundrechte gelernt habe. Außerdem sage ich euch, wo ihr weitere Informationen zum Thema findet. Die wichtigsten Rechte für Deutschland sind zusammengefasst worden. Diese Zusammenfassung nennt man auch Verfassung. Darin stehen Rechte der Menschen und Rechte des Staats. Die Gesetze gelten für Menschen und für Unternehmen in Deutschland. Diese Grundrechte, die in der Verfassung stehen, bilden das Grundgesetz. Am 8. Mai 1949 haben 65 Frauen und Männer das Grundgesetz gemacht. Sie haben die unterschiedlichen Bundesländer vertreten, weil Deutschland eine föderale Republik ist. Deutschland ist also kein Königreich, sondern ein Bundesstaat. Das heißt, dass das Land in Bundesländer aufgeteilt ist. Deutschland besteht aus insgesamt 16 Bundesländern. Sie dürfen vieles selber entscheiden, zum Beispiel über Feiertage. Diese Eigenständigkeit nennt man Föderalismus. Die Grundrechte gelten aber überall in Deutschland. Deutschland ist eine Demokratie. In einer Demokratie dürfen alle Staatsbürgerinnen mitentscheiden, also wählen. In Deutschland wählt man alle 4 Jahre ein Parlament. Das Parlament macht Gesetze. So sorgt der Staat für Frieden und Gerechtigkeit. Deshalb ist Deutschland ein Rechtsstaat. Das bedeutet, alle Menschen dürfen selber über ihr Leben entscheiden. Jeder Mensch darf selber bestimmen, wo er leben und arbeiten möchte. Wir schauen nun in die Vergangenheit, damit wir verstehen, warum das Grundgesetz so ist, wie es ist. Im Jahr 1945 endete der Zweite Weltkrieg. Deutschland war zerstört. Der Krieg hatte viel Leid über die Menschen gebracht. Der Nationalsozialismus wollte in allen Bereichen die totale Macht. Nach dem Krieg wollte man das Machtdenken unter der Herrschaft eines Führers nicht mehr. Alle Menschen in Deutschland sollten frei sein. Im Grundgesetz stehen die wichtigsten Gesetze am Anfang. Es sind die 19 Grundrechte. Gegen diese darf der Staat nicht verstoßen. Das ist wichtig für den Schutz der Menschen. Dann folgen die Freiheitsrechte der Bürger und Bürgerinnen. Diese sind als Kategorie der Grundgesetze zu verstehen. Sie ermöglichen Teilhabe an der Gesellschaft, also dass alle ein gutes Leben haben können. Das ist zum Beispiel das Grundrecht, dass Männer und Frauen gleich behandelt werden. Alle Menschen sollen gleich behandelt werden. Menschen mit unterschiedlichem Glauben, Menschen aus anderen Ländern, Menschen mit und ohne Behinderung. Bei manchen Rechten gibt es Unterschiede zwischen Ausländerinnen, die in Deutschland leben, und deutsche Bürgerinnen. Einige Grundrechte gelten nur für Deutsche. Dazu gehört zum Beispiel das Wahlrecht. Nur weil man in Deutschland lebt, darf man nicht automatisch bei politischen Wahlen mitmachen. Viele Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft sind deswegen von dem Wahlrecht ausgeschlossen. Aber es gibt ein paar Sonderregeln. EU-Bürgerinnen, die in Deutschland leben, dürfen bei Kommunalwahlen wählen. Ein Grundrecht, das nur für Ausländerinnen gilt, ist das Asylrecht. Ein weiteres gültiges Recht ist die Heirat. Auch dann, wenn beide Partner aus dem Ausland stammen, ist eine Eheschließung in Deutschland möglich. Die Heirat in Deutschland hat aber keinen Einfluss auf die Aufenthaltserlaubnis. Als Schwedin darf ich in Deutschland aber noch einige mehr Rechte in Anspruch nehmen, solange ich in Deutschland lebe. In Artikel 20 steht, dass Deutschland ein Sozialstaat ist. Die obersten Staatsziele sind soziale Sicherheit und soziale Gerechtigkeit. Obwohl ich Ausländerin bin, darf ich beispielsweise Wohngeld beantragen. Als Arbeitnehmerin muss ich sogar in das deutsche Rentensystem einzahlen. Später erhalte ich das Geld als Rente zurück. Es lohnt sich also, einen Blick in die Rechte zu werfen, die einen persönlich betreffen. Manche Menschen finden, dass ihre Grundrechte nicht beachtet werden. Dann können sie sich bei einem Gericht beschweren. Vor Gericht sind alle Menschen gleich. Auch das ist wichtig für einen Rechtsstaat. Abschließend ist zu sagen, dass die Grundrechte nicht einfach geändert werden dürfen. Der Staat kann zwar Gesetze machen, um Grundrechte einzuschränken, die Grundrechte dürfen im Kern nicht verändert werden. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, und Artikel 20, die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat, gelten sozusagen für die Ewigkeit. Das hat mit der deutschen Vergangenheit zu tun. In Deutschland sollen Menschen auch in Zukunft frei und sicher leben können.
Wenn du wissen möchtest, welche Grundrechte es für Frauen, Kinder oder Familien gibt, dann schau doch bei den weiterführenden Informationen nach. Sie helfen dir, einige deutsche Rechte und Pflichten kennenzulernen.